Herzlich willkommen zur B1 mündliche Prüfung. Die Prüfung besteht aus 3 Teilen. Teil 2 – Bildbeschreibung. Sie haben in einer Zeitschrift ein Foto gefunden. Berichten Sie kurz. 1. Was sehen Sie auf dem Foto? 2. Was für eine Situation zeigt das Bild? 3. Welche Erfahrungen haben Sie damit? 4. Wie ist das in Ihrem Heimatland? Auf dem Bild sehe ich 5 Personen, 3 Frauen und 2 Männer. Ich denke, sie sind Kollegen und befinden sich in der Küche einer Wohnung. Sie feiern gemeinsam den Geburtstag ihres Freundes, der in der Mitte steht. Er hält einen kleinen Kuchen in seinen Händen. In dem Kuchen ist eine Kerze. Er trägt einen bunten Feierhut und einen weißen Pullover. Er sieht froh aus über das Geschenk seiner Freundin. Vielleicht hat sie ihm etwas geschenkt, das er so sehr liebt. Im Vordergrund sehe ich einen weißen Tisch. Es gibt auch Heliumballons an der Decke. Rechts neben dem Mann ist eine Frau, die ein Geschenk in der Hand hält. Sie trägt eine weinrote Bluse und einen Beigenrock. Sie hat lange schwarze Haare und legt ihre Hand auf ihren Mund. Rechts von ihr steht eine Frau, die Luftballons in der Hand hält. Sie hat kurze Haare und trägt eine olivgrüne Bluse und einen schwarzen Rock. Die Frau rechts macht ihrem Freund ein Geburtstagsgeschenk. Sie hat lange braune Haare und trägt ein weißes Hemd und eine weißbraune Jacke. Rechts von ihr steht ein Mann. Er trägt einen bunten Feierhut und ein graues Hemd. Erfahrungen, Meinungen und Vergleichen. Das Bild gehört zum Thema Feste feiern, und das ist ein Geburtstagsfeier. Hier in Deutschland habe ich einige Geburtstagsfeiern mitgefeiert. Es ist genauso wie in meinem Heimatland. Normalerweise gibt es viel zu essen und zu trinken. Es gibt auch laute Musik. In meiner Heimat feiern wir manchmal Geburtstage. Ich habe meinen Geburtstag mit meiner Familie und enge Freunde zu Hause gefeiert. Wir backen einen Kuchen und machen wir viel Essen. Meine Mutter kochte das Essen, mein Vater kümmerte sich um die Getränke. Und meine Schwester kaufte die Torte und Eis. Zum Trinken bringen wir Pepsi, Säfte und Bier. Meine beste Freundin hat mir geholfen, die Geburtstagsparty vorzubereiten. Natürlich dekorieren wir das Haus, und wir laden unsere Verwandten und Freunde ein. Vor 2 Jahren habe ich meinen Geburtstag gefeiert.
Das war sehr schön. Ich habe meine Freunde und Bekannten eingeladen. Viele Leute haben mir gratuliert. Die Geschenke waren sehr schön. Ich habe viele Geschenke bekommen, zum Beispiel ein gutes Buch, eine elegante Jacke und ein schönes Parfüm. Ich war sehr glücklich, weil meine Freunde zu meinem Fest gekommen sind. Als ich anfing zu arbeiten, habe ich seither meinen Geburtstag in unterschiedlicher Weise gefeiert. Es gab eine Zeit, da hatten wir eine nächtliche Poolparty mit Freunden. Einmal habe ich auf einer Insel gefeiert. Manchmal in einer Disco. Heutzutage gibt es so viele Möglichkeiten, Geburtstage zu feiern. Die Menschen werden sozialer. Letztes Jahr sind meine Frau und ich nach Köln gefahren, um meinen Geburtstag zu feiern. Wir haben die Panorama-Rundfahrt am Rhein gemacht. Und als extra Geburtstagsgeschenk machten wir 5 Tage Urlaub auf Mallorca. Das war fantastisch. Ich liebe Strand. Ich liebe Sommer. In unserem Hotel überall waren Partys. Es ist am besten, mit Familie und Lieben zu feiern. Auf dem Bild sehe ich 4 Personen. Das sind 2 Mädchen und 2 Jungs, die auf einer Bank sitzen. Ich denke, sie sind Freunde. Vielleicht sind sie Schüler oder Azubis und ungefähr 18 Jahre alt. Sie sitzen auf der Straße, weil im Hintergrund viele Bäume stehen. Jeder hat seine eigene Tasche vor sich, bis auf den jungen Mann auf der linken Seite. Beide jungen Männer tragen Schuhe, während die beiden Mädchen Flipflops tragen. Das Mädchen auf der rechten Seite trägt Jeans und eine rosa Bluse. Sie hat lange schwarze Haare und schaut lächelnd auf ihr Handy. Der Junge auf der rechten Seite trägt Jeans und ein weinrotes T-Shirt. Außerdem trägt er einen schönen Bart. Das Mädchen auf der linken Seite trägt eine schwarze Hose und eine weiße Bluse. Der Junge auf der linken Seite trägt Jeans und ein himmelblaues Hemd. Ich denke, es ist am Nachmittag im Sommer, weil die Sonne scheint und alle Sommerkleidung tragen. Im Hintergrund sehe ich viele grüne Bäume. Das macht einen guten Eindruck von der Schönheit der Natur. Die Freunde wollten bestimmt zusammen in die Stadt gehen oder einfach die Zeit miteinander verbringen. Aber sie alle haben ein Handy in der Hand. Sie gucken auf das Handy, aber sie schauen sich nicht ins Gesicht. Das ist keine richtige Kommunikation. Jeder macht sein Ding auf dem Handy. Das ist schade. Erfahrungen, Meinungen und Vergleichen.
Ich denke, das Thema ist Handys und Freundschaft. Es gibt hier zwei Themen. Echte Freundschaft ist ein sehr wichtiges Thema. Bei mir ist das so. Ich habe natürlich ein Handy. Aber ich benutze mein Handy, um mit meinen Freunden zu telefonieren. Wenn wir uns treffen, dann sprechen wir miteinander und gucken uns ins Gesicht. Wir lachen zusammen und gehen spazieren. Wir spielen Fußball. Wir gehen einkaufen. Wir fahren Fahrrad. Wir kochen und essen gemeinsam. Wir trinken miteinander und gehen in die Disco. Ich mag meine Freunde mehr als mein Handy. In meiner Heimat war das so. Als Kind hatte ich kein Handy. Ich habe ein Handy bekommen, als ich 14 war. Ich hatte aber immer meine Freunde. Wir haben zusammen gespielt und gelacht. Ich finde echte Kommunikation viel wichtiger als das Schreiben mit dem Handy. Ich bin der Meinung, dass das Handy viele Vorteile und einige Nachteile hat. Ich wollte Deutsch lernen, aber weil ich auf dem Land lebe, habe ich keinen Deutschlehrer gefunden. Deshalb habe ich im Internet gesurft und konnte einen Deutschlehrer finden. Jetzt habe ich schon Deutsch gelernt. Handys haben jedoch nicht immer Vorteile. Ein Nachteil ist, dass die Menschen, besonders die Jugend, aufgrund der Medientechnik sehr mit ihrem Handy beschäftigt sind. Das beeinträchtigt die soziale Interaktion in Familien und mit Freunden. Es ist ungesund, wenn man die ganze Zeit mit diesen Gadgets spielt. Trotzdem bin ich für den Einsatz von Technologie, Handys und Internet. Aber wir müssen das Limit kennen. Herzlich willkommen zur B1 mündliche Prüfung. Die Prüfung besteht aus 3 Teilen. Teil 2 – Bildbeschreibung. Sie haben in einer Zeitschrift ein Foto gefunden. Berichten Sie kurz. 1. Was sehen Sie auf dem Foto? 2. Was für eine Situation zeigt das Bild? 3. Welche Erfahrungen haben Sie damit? 4. Wie ist das in Ihrem Heimatland? Ich sehe auf dem Bild 2 Personen. Sie sind ein Bräutigam und eine Braut. Sie sehen sehr glücklich aus. Im Hintergrund gibt es viele Gäste. Das sind vielleicht Ihre Eltern, Verwandten und engste Freunde. Die Situation findet in einer Kirche statt, weil sie kirchlich heiraten. Das Bild zeigt, wie eine Trauung stattfinden kann. Die Braut trägt ein wunderschönes weißes Brautkleid und schöne weiße Ohrringe. Außerdem trägt die Braut eine weiße Kette um den Hals. Sie hält einen wunderschönen Blumenstrauß in ihren Händen. Die Braut hat schwarze Haare und trägt einen goldenen Ring an der rechten Hand.
Der Bräutigam trägt einen dunkelblauen Anzug mit weißem Hemd. Außerdem trägt der Bräutigam eine dunkelblaue Krawatte. An seiner Jacke steckt eine weiße Rose. Der Bräutigam hat braune Haare und trägt einen eleganten Bart. Er sieht gut und sportlich aus. Die Braut und der Bräutigam sehen sich an und lächeln. Das Brautpaar ist ungefähr 30 Jahre alt. Es ist klar, dass sie sich sehr lieben und auf diesen schönen Moment gewartet haben. Erfahrungen, Meinungen und Vergleichen. Das Bild gehört zum Thema Feste feiern, und das ist eine Hochzeit. Hochzeit ist eine der wichtigsten und glücklichsten Feste in unserem Leben. Die meisten Leute machen zu ihrer Hochzeit eine große Feier. Die Braut trägt oft ein weißes Hochzeitskleid. Viele Paare kaufen Hochzeitsringe. Bei der Hochzeit bekommt der Bräutigam einen Ring von der Frau, und die Frau bekommt einen Ring von dem Mann. Zuerst, wenn sie ledig sind. Bisher habe ich keine Ahnung von dieser Erfahrung, denn ich studiere noch. Die Idee, eine Familie zu gründen, liegt mir noch sehr fern. In meiner Heimat heiraten immer mehr Jugendlichen früh. Auf dem Lande heiraten sie sehr früh. Die Heirat spielt eine wichtige Rolle im Leben des Menschen. Von Vorteil ist, dass man glücklicher sein kann. Mit dem Ehepartner kann man sich die Aufgaben des Lebens aufteilen. Es ist toll, wenn es Harmonie zwischen den Ehepartnern gibt, und dass sie über dieselbe Sachen lachen können. Die Ehe hat aber auch Nachteile, von denen ist, dass man nicht mehr das frühere Gefühl der Freiheit fühlen kann. Man muss da selbstständiger sein und Verantwortung für seine neue kleine Familie tragen. Man muss für den Unterhalt seiner Familie sorgen und sich mit vielen anderen Sachen beschäftigen. Meiner Meinung nach sollte man sich erst lange nachdenken, bevor man solchen Beschluss fasst. Es wäre schöner, wenn junge Männer genug Zeit für sich selber und für ihre Freunde haben. Dann bilden sie eine Familie und achten auf die Aufgaben und Verantwortungen des neuen Lebens. Und jetzt, wenn sie schon verheiratet sind. Ich habe in meinem Heimatland geheiratet. Es war eine Gartenhochzeit. Die Vorbereitung auf die Hochzeit war stressig, aber es lohnt sich. Es gab so viele Dinge vorzubereiten, wie die Veranstaltungsort der Hochzeit, die Musik, Dekorationen, die Einladungskarten, Foto- und Videodienste, Hochzeitstorte, die Eheringe und natürlich unsere Kleidung. Trotzdem war das mein glücklichster Moment in meinem Leben. Die Hochzeit dauerte ungefähr 2 Stunden, und gleich danach hatten wir die Hochzeitsprogramm und die Dinnerparty.
Wir haben circa 120 bis 150 Gäste eingeladen. Auf dem Bild sehe ich eine junge Frau. Die Frau liegt auf dem Fußboden zu Hause. Sie liest ein Buch oder eine Zeitschrift. Ich denke, die Frau liest gerne und genießt das Lesen. Sie trägt eine schöne Brille und hat kurze helle Haare. Außerdem trägt sie einen grauen Pullover, eine schwarze Hose und schwarze Socken. Ich vermute, dass das Wetter draußen kalt ist, weil sie einen dicken Pullover trägt. Die Frau ist ungefähr 30 Jahre alt. Sie sieht froh aus und lächelt. Ich glaube, dass sie verheiratet ist, weil sie einen Ring an ihrer rechten Hand trägt. Im Hintergrund rechts steht ein großer Lautsprecher. Auf der linken Seite sieht man einen Stuhl. Ich denke, die Frau befindet sich zu Hause in einem Wohnzimmer. Die Situation kann abends nach der Arbeit oder am Wochenende stattfinden. Erfahrungen, Meinungen und Vergleichen. Dieses Bild gehört zum Thema Lesen. Ich finde, dass dieses Thema wichtig ist, weil man in der Freizeit etwas lesen soll. Ich lese sehr gern. Am liebsten lese ich wissenschaftliche Bücher und romantische Romane. Ich denke, jeder muss immer Zeit finden, um ein gutes Buch zu lesen. Wenn ich morgens Zeit habe, lese ich eine Zeitung oder einige Nachrichten im Internet. Da ich im Moment Deutsch lerne, lese ich viele Bücher auf Deutsch, zum Beispiel Grammatik und manchmal Zeitungen. Manchmal lese ich kurze Geschichte auf Deutsch, davon lerne ich viele neue Wörter. Das könnte beim Deutschlernen sehr hilfreich sein. Meiner Meinung nach sollte man als Kind lesen zu anfangen, damit man sich an das Lesen gewöhnen kann. Meine Frau liest nicht gerne, aber sie liest nur Artikel im Internet. In den letzten Jahren lesen viele Menschen digitale Bücher. Aber einige Menschen bevorzugen die gedruckten Bücher zu lesen. Ich denke, die ältere Generation liest heute mehr als junge Leute. Die Sache ist darin, dass Kinder und Jugendlichen Fernsehen und Computer bevorzugen. In meinem Heimatland lesen Menschen weniger Bücher als in Deutschland. Wenn ich in Deutschland mit dem Bus oder mit dem Zug fahre, dann sehe ich, dass viele Leute ein Buch lesen. Ich finde es super, dass viele Leute heutzutage Bücher in Deutschland lesen. Herzlich willkommen zur B1 mündliche Prüfung. Die Prüfung besteht aus 3 Teilen. Teil 2 – Bildbeschreibung. Sie haben in einer Zeitschrift ein Foto gefunden. Berichten Sie kurz. 1. Was sehen Sie auf dem Foto? 2.
Was für eine Situation zeigt das Bild? 3. Welche Erfahrungen haben Sie damit? 4. Wie ist das in Ihrem Heimatland? Das Bild zeigt eine Gruppe von Menschen, die tanzen. Das sind 6 Personen. 3 Männer und 3 Frauen, die gemeinsam tanzen. Ich denke, sie sind Kollegen und befinden sich in einer Disco. Ich glaube, dass jemand Geburtstag feiert. Sie haben viel Spaß, sie trinken und tanzen zusammen. In der Bildmitte steht eine junge blonde Frau, die in ihrer linken Hand ein Glas hält. Sie trägt ein blaues Kleid und schaut mit einem Lächeln in die Kamera. Rechts von ihr steht ein Mann mit einem weißen T-Shirt. Vielleicht sie lieben einander. Links von der Frau sehen wir eine Frau, die trägt ein rosa Kleid und hält ein Glas in der Hand. Im Hintergrund kann man eine Frau und 2 junge Männer sehen. Die Frau guckt an die 2 Männer, und ein Mann von denen trägt eine Brille. Erfahrungen, Meinungen und Vergleichen. Das Bild gehört zum Thema Feste feiern, und das ist ein Geburtstagsfeier. Hier in Deutschland habe ich einige Geburtstagsfeiern mitgefeiert. Es ist genauso wie in meinem Heimatland. Normalerweise gibt es viel zu essen und zu trinken. Es gibt auch laute Musik. Als ich Teenager war, habe ich meinen Geburtstag mit meiner Familie und enge Freunde zu Hause gefeiert. Meine Mutter kochte das Essen, mein Vater kümmerte sich um die Getränke, und meine Schwester kaufte die Torte und Eis. Als ich anfing zu arbeiten, habe ich seither meinen Geburtstag in unterschiedlicher Weise gefeiert. Einmal habe ich auf einer Insel gefeiert. Manchmal in einer Disco. Heutzutage gibt es so viele Möglichkeiten, Geburtstage zu feiern. Die Menschen werden sozialer. Letztes Jahr sind meine Frau und ich nach Köln gefahren, um meinen Geburtstag zu feiern. Wir haben die Panorama-Rundfahrt am Rhein gemacht. Und als extra Geburtstagsgeschenk machten wir 5 Tage Urlaub auf Mallorca. Das war fantastisch. Ich liebe Strand. Ich liebe Sommer. In unserem Hotel, überall waren Partys. Es ist am besten, mit Familie und Lieben zu feiern. Auf dem Bild sehe ich 2 Personen. Links steht eine junge Frau und rechts ein junger Mann. Sie befinden sich in der Küche, hinter der Kochplatte. Auf der Kochplatte sieht man viele Kochzutaten, die man zum Kochen braucht.
Da sind Zucchini, Paprika, Karotten, Zwiebel, Knoblauch und Nudeln. Außerdem sieht man einen Topf, eine Pfanne und ein Messer. Der Mann schneidet die Zucchini und lächelt dabei. Der Mann trägt ein graues Hemd. Er hat kurze braune Haare und sieht glücklich aus. Die Frau macht Nudeln in den Topf und spricht dabei mit dem Mann. Die Frau spricht vielleicht mit ihrem Mann und sagt, dass er aufpassen muss, damit er sich nicht in den Finger schneidet. Oder sie sagt ihm, dass er die Zucchini nicht zu dünn schneidet. Auf der rechten Seite der Frau steht ein Glas Wein. Sie trinken Wein, während sie Essen vorbereitet. Im Hintergrund gibt es ein Fenster und eine Kaffeemaschine. Ich glaube, dass die beiden zusammen wohnen. Die beiden sehen froh aus. Ich vermute, dass das Paar gerade von der Arbeit gekommen sind und versuchen zusammen etwas zu kochen. Erfahrungen, Meinungen und Vergleichen. Das Bild gehört zum Thema Kochen und Partnerschaft. Ich finde, es ist sehr wichtig, dass man seinem Partner bei der Hausarbeiten hilft. Es ist viel schön, wenn man sich Zeit nimmt und mit seinem Partner das Kochen als gemeinsames Hobby teilen. Weil wenn man die Hausarbeiten allein übernimmt, wird man vielleicht mit Zeit überfordert. Hier in Deutschland kochen die Leute auch häufig frische Gerichte. Ich koche gern. Ich habe schon kochen gelernt, weil ich allein wohne. In meinem Heimatland übernehmen das Paar beide zusammen Hausarbeit. Herzlich willkommen zur B1 mündliche Prüfung. Die Prüfung besteht aus 3 Teilen. Teil 2 – Bildbeschreibung. Sie haben in einer Zeitschrift ein Foto gefunden. Berichten Sie kurz. 1. Was sehen Sie auf dem Foto? 2. Was für eine Situation zeigt das Bild? 3. Welche Erfahrungen haben Sie damit? 4. Wie ist das in Ihrem Heimatland? Auf diesem Bild sieht man den Lesesaal einer Bibliothek. Im Raum gibt es viele Tische und Stühle. Der Raum hat große Fenster und viel Tageslicht. Im Raum sind mehr Frauen als Männer. Das bedeutet nicht, dass Frauen fleißiger sind als Männer, aber bleiben wir bei den Tatsachen. Im Raum gibt es auch eine große Bücherwand. Davor steht ein Mann, der offenbar nach einem bestimmten Buch sucht. Er trägt eine Mütze. Sein Pullover ist beige. Seine Hose ist auch beige. 2 Frauen arbeiten am Computer.
Ein Mann schläft. Vielleicht war er bei einer Party und ist jetzt müde. 3 der Frauen haben helle Pullover oder Jacken an. Sie sitzen hintereinander. Eine Frau hat einen rosa Rucksack. Er liegt auf dem Boden neben ihrem Stuhl. Die Studenten schreiben und lesen. Vielleicht müssen sie für eine Prüfung lernen. An jedem Tisch sitzt nur eine Person. Der Raum ist groß und hell, aber nicht sehr warm. Manche Studenten haben Jacken an. Erfahrungen, Meinungen und Vergleichen. An meiner Uni in der Türkei gab es auch eine Bibliothek, aber keinen Lesesaal. Ich habe die Bücher meistens zu Hause gelesen. Ich war kein fleißiger Student. Ich habe lieber mit Freunden Party gemacht. Auf die Prüfungen habe ich mich nur wenig vorbereitet. Dieses Bild erinnert mich an meine Studienzeit. Ich verbrachte zwar Tage und Nächte in der Universitätsbibliothek, aber ich bin stolz auf mich, weil ich mein Studium mit Auszeichnung abschließen konnte und heute meinen Beruf ausüben kann. Ich sehe auf dem Bild eine Mutter und ihre 2 Töchter, die sind in der Küche. Die Mutter hat blonde Haare und trägt eine weiße Bluse und Schürze. Sie trägt eine ihrer Töchter. Vielleicht kocht sie Mittagessen. Sie ist Hausfrau, Mutter von 2 Mädchen, und vielleicht arbeitet sie von zu Hause und sie telefoniert mit ihrem Chef. Ich denke, dass die Mutter am Telefon über ein fröhliches Thema spricht, da sie glücklich schaut. Die Kinder, vermutlich sind sie gerade vom Kindergarten gekommen. Ich glaube, dass die junge Tochter ist 4 Jahre alt und die andere Tochter ist 7. Die junge Tochter trägt einen grünen Pullover und hat zurückgebundene Haare. Viele Frauen haben heute Doppelbelastung. Sie sind Hausfrauen, Mütter und sie sind berufstätig. Ich denke, die Frau ist eine alleinerziehende Mutter. Erfahrungen, Meinungen und Vergleichen. Dieses Bild erinnert mich an meine Schwester. Sie kann überhaupt nicht kochen. Wenn sie kocht, dann gibt es immer eine Katastrophe in der Küche und man muss 2 Tage lang die Küche putzen. Das Bild gehört zum Thema Wohnen und Lebensformen und hier geht es darum, alleinerziehend zu sein. Heutzutage ist es üblich, alleinerziehend zu sein, besonders in den Ländern, in denen die Scheidung gesetzlich erlaubt ist. Die Eltern, die getrennt sind, teilen sich ihre Zeit mit den Kindern. Zum Beispiel eine Woche bei der Mutter und eine Woche bei dem Vater. Es gibt auch einige Alleinerziehende in Frankreich. Wenn die Eltern nicht mehr zusammenleben wollen, leben sie getrennt und meistens sind die Kinder
bei der Mutter. Wenn hat das Paar das Geld, kann es die Annullierung der Ehe beantragen, aber Annullierungen kosten zu viel Geld und dauern sehr lange. Meine beste Freundin zum Beispiel hat vor 15 Jahren geheiratet. Sie haben eine Tochter. Nach 5 Jahren entschied sich das Paar, getrennt zu leben. Sie haben keine Annullierung ihrer Ehe beantragt, weil es zu teuer und stressig ist. Momentan haben meine Freundin und ihr Ehemann eigene Partner und Partnerin, und die haben auch Kinder mit den neuen Partnern. Diese Situation ist in Frankreich sehr üblich. Auf dem Bild sehe ich 2 ältere Männer. Auf dem Bild sehe ich 2 ältere Männer. Sie sitzen zusammen an einem Tisch in einem Restaurant. Sie sitzen zusammen an einem Tisch in einem Restaurant. Auf dem Tisch stehen 2 Teller mit Essen und 2 Gläser mit Getränken. Auf dem Tisch stehen 2 Teller mit Essen und 2 Gläser mit Getränken. Im Hintergrund sieht man ein Schild, auf dem Fish and Chips steht. Im Hintergrund sieht man ein Schild, auf dem Fish and Chips steht. Die beiden Männer schauen in die Kamera. Die beiden Männer schauen in die Kamera. Der Mann links im Bild lächelt. Er trägt ein weißes T-Shirt und eine kurze Hose. Der Mann links im Bild lächelt. Er trägt ein weißes T-Shirt und eine kurze Hose. Der Mann rechts im Bild hat einen langen Bart. Auf seinem Kopf ist eine Sonnenbrille. Der Mann rechts im Bild hat einen langen Bart. Auf seinem Kopf ist eine Sonnenbrille. Es ist wahrscheinlich Sommer, weil die Männer im Freien sitzen und sie kurze Kleidung tragen. Es ist wahrscheinlich Sommer, weil die Männer im Freien sitzen und sie kurze Kleidung tragen. Ich denke, dass die beiden Männer befreundet sind. Sie haben sich vielleicht schon länger nicht gesehen. Ich denke, dass die beiden Männer befreundet sind. Sie haben sich vielleicht schon länger nicht gesehen. Die beiden Männer scheinen sehr zufrieden zu sein. Die beiden Männer scheinen sehr zufrieden zu sein. Meiner Meinung nach, es ist wichtig, dass man die Freundschaft halten und so oft wie möglich seine Freunde treffen. Meiner Meinung nach, es ist wichtig, dass man die Freundschaft halten und so oft wie möglich seine Freunde treffen. Ich sehe auf dem Bild 8 Personen. Ich sehe auf dem Bild 8 Personen. Ein Mann, 3 Jungen und 4 Mädchen. Ein Mann, 3 Jungen und 4 Mädchen. Ich glaube, der Mann ist ein Lehrer und die Jungen und die Mädchen sind die Schüler. Ich glaube, der Mann ist ein Lehrer und die Jungen und die Mädchen sind die Schüler. Der Lehrer ist ungefähr 50 Jahre alt und die Schüler sind ungefähr 13 Jahre alt. Der Lehrer ist ungefähr 50 Jahre alt und die Schüler sind ungefähr 13 Jahre alt. Ich glaube, sie sind in der Mittelschule.
Ich glaube, Sie sind in der Mittelschule. Sie sitzen auf Stühlen. Kann man auch auf dem Bild viele Tische sehen? Sie sitzen auf Stühlen. Kann man auch auf dem Bild viele Tische sehen? Auf den Tischen liegen Hefte und Bücher. Auf den Tischen liegen Hefte und Bücher. Die Schüler heben ihre Hände. Die Schüler heben ihre Hände. Ich glaube, der Lehrer hat ihnen eine Frage gefragt, und meist der Schüler wollen die Frage antworten. Ich glaube, der Lehrer hat Ihnen eine Frage gefragt, und meiste Schüler wollen die Frage antworten. Das Bild wurde am Tag fotografiert. Das Bild wurde am Tag fotografiert. Auf dem Bild sehe ich 2 Personen, einen Arzt und eine Patienten, die in einer Praxis oder einem Krankenhaus sind. Auf dem Bild sehe ich 2 Personen, einen Arzt und eine Patienten, die in einer Praxis oder einem Krankenhaus sind. Ich denke, ihre Auge tut weh, weil sie ein geschwollenes blaues Auge hat. Ich denke, Ihre Auge tut weh, weil sie ein geschwollenes blaues Auge hat. Vielleicht hat sie einen Unfall gehabt. Vielleicht hat sie einen Unfall gehabt. Der Arzt trägt einen Arztkittel und ein Stethoskop um seinen Hals. Der Arzt trägt einen Arztkittel und ein Stethoskop um seinen Hals. Außerdem steckt ein Kuli in der Brusttasche seines weißen Kittels. Außerdem steckt ein Kuli in der Brusttasche seines weißen Kittels. Ich glaube, dass der Arzt die Patienten untersucht hat. Ich glaube, dass der Arzt die Patienten untersucht hat. Er gibt ihr Schmerztabletten. Er gibt ihr Schmerztabletten. Ich denke, er erklärt ihr, wie oft sie die Medikamente einnehmen soll. Ich denke, er erklärt ihr, wie oft sie die Medikamente einnehmen soll. Die Patientin lächelt, obwohl sie sehr müde und krank aussieht. Die Patientin lächelt, obwohl sie sehr müde und krank aussieht. Meiner Meinung nach muss man sich immer um seine Gesundheit kümmern und bei Unfällen sofort in die Notaufnahme gehen. Meiner Meinung nach muss man sich immer um seine Gesundheit kümmern und bei Unfällen sofort in die Notaufnahme gehen. Das Bild zeigt viele Menschen auf dem Bahnhof. Die meisten Leute beschäftigen sich mit ihren Mobilgeräten, während sie auf den Zug warten. Rechts auf dem Foto sieht man eine Frau, die am Handy telefoniert und eine Zeitung in der Hand hält. Ich glaube, sie kauft die Zeitung, um sie im Zug zu lesen. Im Hintergrund befindet sich ein Zug. Unten in der Mitte sieht man einen Hund sitzen. Der Mann, der einen Anzug trägt, arbeitet am Laptop. Die Frau, mit roter Jacke und blauen Jeans, liest ein Buch. Das kleine Mädchen,
das eine rosa Jacke und einen Rucksack trägt, spielt mit dem Gameboy? Ich bin der Ansicht, dass man die Wartezeit auf dem Bahnhof nutzen sollte, um ein Buch zu lesen oder Musik zu hören. Das entspannt, finde ich. Ich sehe auf dem Bild eine ältere Frau. Die Frau sieht nett aus. Sie sitzt auf einem Stuhl und liest ein Buch. Sie hat die Beine übereinander geschlagen. Rechts von der Frau steht ein Hund auf dem Boden. Sie streichelt den Hund am Kopf. Die Frau hat halblange, graue Haare. Sie trägt einen roten Pullover, eine Hose mit einem schwarz-grauen Muster und schwarze Socken. Außerdem trägt sie eine Brille. Der Hund hat ein schwarz-weißes Fell. Er guckt die Frau an. Hinter der Frau ist das Fenster. Draußen ist es hell. Auf dem Fensterbrett stehen viele Pflanzen. Dort sind auch eine Schere und eine Tasse. Direkt hinter der Frau stehen 2 Flaschen. In der Ecke steht ein Korb auf dem Boden. Rechts im Bild ist eine Figur. Hinter der Figur steht ein Pflanzenständer. Auf dem Pflanzenständer ist eine Pflanze. Im Blumentopf steckt eine britische Flagge. Auf dem Bild sehe ich 4 Personen, die im Auto sitzen. Der Mann, der vorne sitzt, trägt eine blaue Jacke und spielt Mundharmonika. Hinten sitzt ein Mädchen neben einer jungen Dame. Das Mädchen setzt einen Kopfhörer auf und hört Musik. Die junge Dame neben dem Mädchen hält ein Handy in der Hand. Ich denke, dass sie eine Nachricht an jemanden schreibt. Die Frau, die das Auto fährt, konzentriert sich ganz auf die Straße. Alle Personen haben die Sicherheitsgurte angelegt. Ich denke, sie sind eine Familie und fahren zum Picknick. Ich glaube, das Foto wurde im Winter gemacht, weil alle Personen Jacken tragen. Meiner Meinung nach ist es wichtig, dass die Familie immer viel Zeit miteinander verbringt und in der Freizeit immer etwas zusammen unternimmt. Auf dem Bild sehe ich 3 Frauen, die am Tisch sitzen. Ich vermute, dass sie Kollegen bei einer Firma sind. Alle Frauen
tragen formale Kleidung. Ich denke, sie sind in einem Restaurant oder in der Kantine der Firma. Auf dem Tisch stehen Speisen und ein Salzsteuer. Die blonde Frau macht mit dem Handy ein Selfie. Alle Frauen schauen in die Kamera und lächeln. Die 3 Frauen sehen freundlich und super aus. Ich denke, dass sie zwischen circa 30 und 35 Jahre alt sind. Sie sind glücklich. Sie genießen es bestimmt, ihre Zeit zusammen zu verbringen. Meiner Meinung nach ist es wichtig, dass man mit den Kollegen im Arbeitsumfeld Freundschaft schließt. Ich sehe auf dem Bild eine junge Frau. Sie sieht nett aus. Ich sehe auf dem Bild eine junge Frau. Sie sieht nett aus. Sie sitzt in einem Büro. Sie sitzt in einem Büro. Sie sitzt am Schreibtisch und arbeitet am Computer. Sie sitzt am Schreibtisch und arbeitet am Computer. Sie hat lange, blonde Haare. Sie hat lange, blonde Haare. Sie hat einen Stift in der Hand. Sie hat einen Stift in der Hand. Auf dem Tisch sehe ich einen Ordner, eine Maus, einen Locher, Stifte und einen Laptop. Auf dem Tisch sehe ich einen Ordner, eine Maus, einen Locher, Stifte und einen Laptop. Der Laptop ist geöffnet. Der Laptop ist geöffnet. Rechts an der Wand hängt ein Kalender. Rechts an der Wand hängt ein Kalender. Die Frau trägt ein dunkles T-Shirt. Es ist wahrscheinlich Sommer. Die Frau trägt ein dunkles T-Shirt. Es ist wahrscheinlich Sommer. Sie hat eine Tätowierung am linken Arm. Sie hat eine Tätowierung am linken Arm. Im Hintergrund ist ein Fenster. Es ist geschlossen. Im Hintergrund ist ein Fenster. Es ist geschlossen. Ich sehe auf dem Bild ein Hochzeitspaar. Sie sehen sehr glücklich aus. Ich sehe auf dem Bild ein Hochzeitspaar. Sie sehen sehr glücklich aus. Die Braut trägt ein weißes Brautkleid und der Bräutigam trägt einen dunklen Anzug mit einem hellen Hemd. Die Braut trägt ein weißes Brautkleid und der Bräutigam trägt einen dunklen Anzug mit einem hellen Hemd. An seiner Jacke steckt eine weiße Rose. Beide lachen. An seiner Jacke steckt eine weiße Rose. Beide lachen. Sie halten gefüllte Sektgläser in der Hand. Sie stehen neben einem großen weißen Auto. Sie halten gefüllte Sektgläser in der Hand. Sie stehen neben einem großen weißen Auto. Das Auto ist mit weißen Bändern geschmückt. Das Auto ist mit weißen Bändern geschmückt. Sie befinden sich an einem Fluss. Im Hintergrund ist eine rötliche Brücke mit 2 Türmen. Sie befinden sich an einem Fluss. Im Hintergrund ist eine rötliche Brücke mit 2 Türmen. Die Brücke scheint etwas älter zu sein. Unter der Brücke ist ein Schiff und hinter der Brücke sind Bäume. Die Brücke
scheint etwas älter zu sein. Unter der Brücke ist ein Schiff, und hinter der Brücke sind Bäume. Auf der anderen Seite des Flusses sind Gebäude. Auf der anderen Seite des Flusses sind Gebäude. Auf dem Bild sehe ich eine Frau und ein Mädchen, die am Tisch sitzen. Auf dem Bild sehe ich eine Frau und ein Mädchen, die am Tisch sitzen. Ich denke, die Frau ist die Mutter des Mädchens, und sie hilft ihrer Tochter bei den Hausaufgaben. Ich denke, die Frau ist die Mutter des Mädchens, und sie hilft ihrer Tochter bei den Hausaufgaben. Auf dem Tisch liegen Bücher und Stifte neben einer Schale mit Trauben. Auf dem Tisch liegen Bücher und Stifte neben einer Schale mit Trauben. Außerdem stehen dort 2 Tassen und ein Kännchen. Außerdem stehen dort 2 Tassen und ein Kännchen. Das Mädchen trägt einen lila Pullover und hat zurückgebundene Haare. Das Mädchen trägt einen lila Pullover und hat zurückgebundene Haare. Die Mutter hat schwarze Haare und blaue Augen und trägt eine hellgrüne Bluse. Die Mutter hat schwarze Haare und blaue Augen und trägt eine hellgrüne Bluse. Im Hintergrund befindet sich ein schwarzer Klavier, und über ihm hängt ein Spiegel mit weißem Rahmen. Im Hintergrund befindet sich ein schwarzer Klavier, und über ihm hängt ein Spiegel mit weißem Rahmen. Ich denke, dass die Mutter am Telefon über ein wichtiges Thema spricht, da sie besorgt schaut. Ich denke, dass die Mutter am Telefon über ein wichtiges Thema spricht, da sie besorgt schaut. Das Mädchen hält in der rechten Hand einen Kuli und blickt zu seiner Mutter. Das Mädchen hält in der rechten Hand einen Kuli und blickt zu seiner Mutter. Ich denke, das Mädchen wartet auf das Ende des Telefongesprächs seiner Mutter. Ich denke, das Mädchen wartet auf das Ende des Telefongesprächs seiner Mutter. Ich bin der Meinung, dass die Kinder mehr lernen, wenn sie die Hausaufgaben selbstständig machen. Ich bin der Meinung, dass die Kinder mehr lernen, wenn sie die Hausaufgaben selbstständig machen. Deshalb denke ich, dass die Eltern den Kindern bei den Hausaufgaben nicht helfen sollen. Deshalb denke ich, dass die Eltern den Kindern bei den Hausaufgaben nicht helfen sollen. Ich sehe auf dem Bild einen jungen Mann. Ich sehe auf dem Bild einen jungen Mann. Der Mann trägt eine schwarze Baskenmütze, einen roten Schal und eine braune Jacke. Der Mann trägt eine schwarze Baskenmütze, einen roten Schal und eine braune Jacke. Außerdem trägt er einen Rucksack. Außerdem trägt er einen Rucksack. Er hat einen Schlüssel und ein Fahrradschloss in der Hand. Er hat einen Schlüssel und ein Fahrradschloss in der Hand. Er steht in einer Reihe von Fahrrädern. Er steht in einer Reihe von Fahrrädern. Hinter dem Mann ist ein Taxistand. Am Taxistand steht ein Taxi. Hinter dem Mann ist ein Taxistand. Am Taxistand steht ein Taxi. Rechts vom Taxi ist eine orange Abfalleimer.
Eine Frau geht am Abfalleimer. Rechts vom Taxi ist eine orange Abfalleimer. Eine Frau geht am Abfalleimer. Ganz rechts im Bild ist ein Baum. Im Hintergrund sind parkende Autos. Ganz rechts im Bild ist ein Baum. Im Hintergrund sind parkende Autos. Auf der Straße liegt Laub. Es ist wahrscheinlich Herbst. Auf der Straße liegt Laub. Es ist wahrscheinlich Herbst. Links im Bild sind Wohnhäuser mit Balkons. Links im Bild sind Wohnhäuser mit Balkons. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren.